Hallihallo! Wie im letzten Video angekündigt, nehme ich euch heute mit zu einem meiner absoluten Lieblingstauchplätze. Und weil ich dort im Dezember 25 und Januar 26 gleich mehrere Tauchgänge gemacht habe, bekommt ihr heute ein kleines Best-of dieser Tauchgänge. Starten tun wir allerdings an einem anderen Spot, Monkey Rock. Dieser Tauchplatz liegt direkt neben Stone Coral Garden und je nach Strömung kann man beide wunderbar miteinander verbinden. Die maximale Tiefe liegt bei etwa 15 Metern, perfekt für einen entspannten Drift-Dive. Heute machen wir genau das. Ein Drift von Monkey Rock rüber zu Stone Coral Garden. Meine Gruppe ist vom Boot gesprungen, das Boot ist schon mal vorgefahren und wenn alles so läuft wie geplant, tauchen wir am Ende des Tauchgangs direkt wieder am Boot auf. Monkey Rock ist ein felsiger Küstenabschnitt und unter Wasser setzt sich diese Landschaft fort. Grandiose Felsvorsprünge, kleine Überhänge und Formationen, die aussehen, als hätte jemand eine Unterwasser-Kletterwand aufgebaut. Und wie immer bedeutet ein neues Habitat auch neue Bewohner. Fledermausfische, die oft als neugieriges Pärchen unterwegs sind und uns Taucher gerne begleiten. Messerfische, die in kleinen Gruppen verteilt im Wasser stehen, als hätten sie vergessen, dass Fische eigentlich horizontal schwimmen. Und Schwämme, die wie bizarre Skulpturen wirken und vielen Fischen Schutz und Schlafplätze bieten. Als wir in die Bucht zum Stone Coral Reef einbiegen, empfängt uns ein ganzer Schwarm Yellow Snapper und eine Sepia, die neugierig in unsere Richtung schwebt. Dieses Tier ist eine der faszinierendsten Lebewesen unserer Erde. Es benutzt sein eigenes Skelett als eine Art Auftriebsfloß und gleitet mit blauem Blut durch die Ozeane. Ein echtes biologisches Meisterwerk. Sepien sind die unangefochtenen Verwandlungskünstler der Meere. Millionen winziger Farbzellen in ihrer Haut erlauben ihnen in Sekundenbruchteilen ihre Farbe und sogar ihre Hautstruktur zu verändern. Sie können aussehen wie ein Stein, wie eine Koralle oder wie ein lebendiges LED-Display. Manche Arten schicken wandernde Lichtquellen über ihren Rücken, ein Hypnosetrick für Beute oder ein Kommunikationssystem für andere Sepien. Auch im Innern wird's futuristisch. 3 Herzen pumpen blaues Blut durch ihren Körper, weil sie Kupfer statt Eisen zum Sauerstofftransport nutzen. Sepien schweben durch das Wasser und das funktioniert mit einem porösen Kalkknochen im Innern, dessen Gasgehalt sie wie ein U-Boot regulieren. Und auch ihre Intelligenz ist extrem hoch. In Experimenten haben Sepien gezeigt, dass sie warten und auswählen können, um die bessere Mahlzeit zu bekommen. Selbstbeherrschung und Logik, die man sonst eher bei Primaten sieht. Und das alles sehen sie durch ihren ikonischen W-förmigen Pupillen, die Kontraste schärfer wahrnehmen als fast jedes andere Auge im Tierreich. Ja, und falls euch der Name bekannt vorkommt, die Farbe Sepia stammt ursprünglich tatsächlich von der Tinte dieser faszinierenden Tiere. Ein paar Minuten bleiben uns noch, um den Stone Coral Garden zu genießen, bevor wir nach rund 60 Minuten wieder auftauchen. Über den Stone Coral Garden selbst erzähle ich euch gleich noch mehr, mit Bildern aus anderen Tauchgängen und vielen spannenden Fakten. Unser Tauchgang läuft genau nach Plan. Nach rund 60 Minuten machen wir unseren Sicherheitsstopp auf 5 Metern und steigen an der Mooringleine auf. Alles perfekt. Bis auf eine Kleinigkeit. Da ist kein Boot. Ups! Was war passiert? Eine andere Tauchergruppe, die erst in Stone Coral ins Wasser gegangen war, hat eine große grüne Meeresschildkröte entdeckt. Natürlich wollten sie sich dieses tolle Tier aus der Nähe anschauen, doch dann kam die Strömung ins Spiel und bei einem der Taucher waren nur noch 50 Bar Sicherheitsreserve in der Flasche. Also das klassische Prozedere, Boje setzen, auftauchen
und schon wird der Schildkröten-Taxiservice aktiviert. Unser Boot musste einfach kurz zum Einsammeln fahren. Wir hingegen haben einfach gemütlich im Wasser gedümpelt. Bei 28 Grad Wassertemperatur und strahlendem Sonnenschein ist das eher Wellness als Warten. Selbst nach dem zweiten Tauchgang absolut kein Problem. Ich sag's euch, ich lieb warm Wassertauchen. Jetzt aber ein paar Informationen dazu, warum Stone Coral Gardens so ein außergewöhnlicher Tauchspot ist. Das Riff beginnt in etwa 15 Meter Tiefe und zieht sich bis fast an den Strand heran. Es erstreckt sich bis zur kleinen Insel Ping bei Nanyang und bietet dadurch eine enorme Vielfalt an Unterwasserlandschaften. Und das Beeindruckendste: der Stone Coral Garden ist rund 10.000 Jahre alt. In diesem uralten Riff wurden über 300 verschiedene Arten von Hartkorallen wissenschaftlich erfasst, ja wirklich gezählt und bestimmt. Seabees Nanyang arbeitet hier eng mit 3 Universitäten und einer lokalen Schule zusammen, um das Riff zu erforschen. Und dafür gibt's gute Gründe: das hohe Alter, seine unglaubliche Diversität und seine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Denn vor 2 Jahren gab es in Thailand eine starke Korallenbleiche, viele Riffe wurden schwer getroffen, doch Stone Coral Garden kam mit vergleichsweise kleinen Schäden davon und erholt sich erstaunlich schnell. Die weißen oder bläulichen Spitzen vieler Korallen, die ihr seht, sind übrigens kein Zeichen von Bleiche, sondern ein Hinweis darauf, dass die Korallen wachsen. Wenn dann die Sonne ins Wasser fällt und die Lichtstrahlen über die riesigen Korallenformationen tanzen, dann wirkt das einfach nur magisch. Ja, und zwischen den Korallen wimmelt es von Leben. Glasfische, winzige Jungfische aller Arten. Hier unten ist sozusagen der Kindergarten des Riffs. Und entsprechend viel Betrieb ist hier auch. Im tieferen Bereich des Riffs gibt es noch einige Felsspalten, in denen sich Glas- und Harlekingarnelen verstecken. Kleine Juwelen, die man leicht übersieht, wenn man nicht genau hinschaut. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Einblick in die faszinierende Unterwasserwelt des Stone Coral Reefs gefallen. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne einen Kommentar, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr auch die nächsten Tauchabenteuer nicht verpasst.